100 Jahre. Ja, jetzt noch werden schon 2 Monate. Kleber. So schnell wie du kann ich es nicht, mein Lieber. Wenn es im Fernsehen jetzt die Bilder zeigen von den Krieg, was rundherum ist, das ist fast nicht zum Aushalten. Das ist schlimm. Und dann denke ich immer, hoffentlich brauchen wir das nicht noch wieder machen. Was soll das alles? Das war furchtbar. Und so soll es wieder werden? Hast du dir jemals gefragt, was die besten Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen sind? Ich habe heute die Ehre, eine 100-jährige Dame zum Interviewen. Und diese 100-jährige Dame erzählt uns heute, wie sie die Kriegszeit erlebt hat, mit welchen Werten sie groß geworden ist, wie sie ihre Liebe gefunden hat oder welchen Ratschlag sie genau dir auf den Weg geben würde. Ich bin Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese wertvollen Lebensweisheiten und noch viele weitere wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Wie jung? Oh Gott, 100 Jahre. Ja, jetzt noch werden schon 2 Monate. 100 Jahre und 2 Monate bald. Ja, am 24. März haben wir Geburtstag gefeiert. Aber wie? Das heißt, da haben sie groß gefeiert, bis sie 100 Jahre alt geworden sind. Mit Musik und mit alles. Das war was. Meine Güte. Nicht Musikkapellen habe ich gehabt, das war wie Frühschoppen war das. Und wie fühlt sich das an, jetzt so 100 Jahre jung zu sein? Mir geht's gut, mir geht's ganz gut. Ich höre gerne Musik und da kann ich nicht still sitzen. Und haben Sie ein Rezept dafür, wie Sie 100 Jahre alt geworden sind? Haben Sie irgendwas Spezielles gemacht? Nein, nie. Immer nur festgearbeitet und gern gearbeitet und viel gestrickt. Und kegelt. Das heißt immer. Ja, genau das Gleiche auch, nicht? Oh ja, es war eine schöne Zeit. Waren schöne Zeiten dabei. Wenn hier und da mal was nicht passt hat, das. Was waren so schöne Zeiten, was Sie gerade beschrieben haben? Alles, wenn wir irgendwo gearbeitet haben, wenn mehr Leute waren, war es lustig, ne? Ach, war schön. Waren schöne Zeiten dabei. Ist nicht alles schlecht. Wollen Sie erzählen, wie das war, damals so in der Kriegszeit aufzuwachsen? Weil Sie waren damals jung. Ich war 20 Jahre und habe geheiratet. Und dann von Deutschland nach Österreich her. Und dann hat es nicht lang gedauert, sind die Russen gekommen. Ach Gott, das war toll. Das war schlimm. Was soll man so was Schlimmes noch sagen? Wenn es im Fernsehen jetzt die Bilder zeigen von den Krieg, was rundherum ist, das ist fast nicht zum Aushalten. Das ist schlimm. Und dann denke ich immer, hoffentlich brauchen wir das nicht noch wieder machen. Was soll das alles? Ich bin 24 auf die Welt gekommen und da war ja schon solche Hungersnot, wie ich Schule gegangen bin. Da hat schon geheißen, einmal ist es auch gewesen, bin ich gegangen. Wir haben, ich weiß es nicht, dann 7 oder 5 Kilometer zum Schulgängen gehabt. Berg hoch und nachher wieder runter, nicht? Sie sind ja eigentlich damals in der Nachkriegszeit vom Ersten Weltkrieg auf die Welt gekommen. Das ist ja das, ja. Vom Ersten Weltkrieg auf der Nachkriegszeit. Ja, um 24, 38 hat der Krieg angefangen. Und du, da kann ich mich noch erinnern, ich bin von der Schule ausgestanden und ich müssen das Landjahr machen. Ich wollte Schneiderin werden, Handschuhe und Posten gehabt. Und dann hat die ein Lehrmädchen gehabt und die hat nicht bestanden. Ja, warum nicht? Ja, da haben sie von Hitler gefragt, wann der geboren ist und alles. Ja, der ist ja auch im April geboren, am 20. April, ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, wenn ich das alles wissen soll, das weiß ich nicht, dann kann ich gleich verzichten. Zu Ostern herum bin ich von der Schule ausgekommen und dann hat es geheißen, von Arbeitsamt habe ich schon 2 Posten gekriegt. Entweder zum BDM oder zum Landjahr. Ja, auf was hättest du dich entschlossen? Wir sind keine Hitler gewesen, Landesverräter.
Das war schon mal toll. Und dann haben meine Eltern ein Fischgeschäft gehabt und sind so wie der Bäcker mit den Fischen umeinander gefahren. Und meine Mama hat auch das Mal zu voll genommen und da haben sie noch die Reifen kaputt gemacht und das Auto weg. Und die haben die Patronen müssen machen für ein Gewehr. Und mein Vater, der hat Säcke tragen müssen, Kohlensäcke. Und wir haben die Säcke geholt, die Kohlen gestohlen. Weil wir nichts zum Heizen gehabt haben, irgendwie. Das waren Zeiten. Und beim Schulgehen auch zu Fuß Schule gegangen. Hier und da hat der Onkel mir auf die Stange gesetzt vorn und so eine Schule gefahren. Wenn ich auf das denke. Ja, und wie der Krieg noch angefangen hat, war ich beim Bauern schon. Schöner Bauer, große Landwirtschaft, nicht so klar wie da, groß. Manches Kinder als erstes Kartoffel aussuchen zum Setzen. So ein Jungschen, so dünn und geh auf. Und dann wie eines Morgens, wie wir noch rauskamen, sind die Autos da, wieso? Was sind das für Wegen? Schon mit Militäranzang, ne? Haben schon die Männer geholt, die jungen Männer. Erst haben wir mit die schon flankieren gewesen zum Boden und uns gemütlich und schön gemacht. Und den Lindenbaum gesungen und so weiter, lauter solche schönen Sachen. Das war schlimm, du. Alles war still, jeder hat nur bangt. Und das ist so schnell gegangen. Da hat er übernommen und dort hat er übernommen und da ist eins und wir haben bangt und die Nachrichten, der ist gefallen und der ist gefallen. Na, das war nicht schön. Das war furchtbar. Und so soll es wieder werden? Mensch, na. Niemals wieder solche Zeiten. Ja, ihr wisst ja gar nicht, wie schön das ist. Ups. Sie haben alles aufgebaut. Wir haben alles. Jeder lebt. Du, der österreichische Staat ist ja unglaublich. Können wir uns dankbar schätzen, weil Sie alles aufgebaut haben. Sie haben Ihre Generation das alles durchgemacht. Die Straßen vom Potzerberg, die habe ich mitgemacht. Die ganze Straßen bis an die Hauptstraßen. Jeden Tag Straßen gearbeitet. Ach, war lustig. War lustig. Man ist jung. Und Mama hat immer gesagt, arbeiten schadet nicht, Feste. Wenn wir gerne Kreuz werden, na, dann hast du doch so wenig da, Feste. Die hat nie gesagt, setz da nur hin, na. Wir sind harte Teufel. Wer rastet, der rostet so ein bisschen. Ja, das hat Mama immer gesagt, nur Feste. Wissen Sie, das ist nämlich genau das Wichtige, warum ich die Interviews gerne mache, weil Sie ja das erzählen können, wie das damals war im Krieg. Heute eben. Ich wünsche das kein, wenn was schlimm war, das war schlimm. Die Granaten sind geflogen. Haben wir müssen einen ganzen Kohl Graben ausbauen, ausschaufeln. Die Frauen, die Männer haben sehr geholt, die waren ja in Krieg, ne? Und wir Weiber haben müssen da oben in Graben und wie es nach sind, da waren bei den Russen 2 dabei, ein Schneider und ein Schuster. Und die Traul, die hat gerade zum Laufen angefangen. Und da ist es, denke weil die sind so schräg gegenüber, die sind angerannt gekommen und haben gesagt, schau, geh ins Haus und nimm das Kind nicht weg von den Arm. Und so ist mir viel der Sport geblieben durch den. Wir haben ein großes Zimmer gehabt, also ein großes Stuben. Stuben haben sie ja nicht gehabt. Ein großes Zimmer mit Bett, alles raus. Wir haben keine Möbel mehr gehabt, wie wir heim sind. Da haben sie noch Blochen aufgehängt und das war der Operationssaal. Meine Güte. Das heißt, der Frieden ist das Allerwichtigste. Das kann man wohl laut sagen. Uns geht ja nicht was ab. Wir haben ja alles. Das war nicht, ich kann das.
Ich kann das gar nicht begreifen, dass man überhaupt so viel essen kann. Ist wahr. Jetzt haben wir eine Köchin, jetzt essen wir nur Gemüse. Und sind nie hungrig. Wenn Sie die Suppe eines langen und erfüllten Lebens kochen würden, welche 5 Zutaten tun uns da rein, dass die Suppen ganz gut schmeckt? Also ich meine zum Beispiel so wie Ehrlichkeit, solche Tugenden, solche schönen Werte. Was würden Sie da sagen, was wichtig ist? Ich würde sagen, wenn man im Leben nur immer ehrlich ist und die Wahrheit sagt, kommt man am weitesten. Mir ist es nie schlecht gegangen. Ich habe alles immer beim Mann, ist auch schon früh gestorben und bin nicht alleine gewesen. Ich habe ein Haus gehabt und alles wegen machen. Jetzt habe ich es müssen verkaufen. Das heißt, Ehrlichkeit ist ganz wichtig im Leben. Das ist wichtig. Ich bin immer gut durchgekommen. Glück gehabt. Was war dann so ein Moment, wo Sie richtig glücklich waren? Oh, da waren viele. Erzählen Sie ein paar, wenn Sie Ich wollen. bin schon zufrieden, wenn die Musik spielt. Wenn irgendwo eine Musik war, sind wir Musik gegangen und wenn so unter der Zeit uns getroffen nicht. Und dann habe ich ja mein Haus selber gehabt und dann sind sie mir besuchen gekommen. Und das war schön, hinten im Garten sind wir gesessen mit dem Tisch und serviert und mein Gott, na. Wollen Sie erzählen, wie das war, wie Sie Ihren Mann damals kennengelernt haben? Ich habe meinen Mann kennengelernt, mit der Freundin waren wir verabredet und die war nicht mehr da. Und, oh je, und dann schaffst du so, wenn du so jung bist, im Wirtshaus treffen. Ne? Ja, und noch ist noch ein Kölner dabei gewesen und dann sind wir halt, ich bin halt aufs Klo gegangen vor lauter, was tue ich denn jetzt weiter? Ne? Und dann sind sie nachher gekommen und haben ja so lange umeinander da, wie ich rausgekommen, stehen sie da immer vor dem Klo. Und da hat meine Mutter gesagt, eingeladen schön zu einem Essen, halt Bratkartoffeln und saure Gurken, das ist noch frei gewesen. Okay, hör auf, na. Ja, und so haben wir uns kennengelernt und geheiratet. Wir haben uns gut verstanden. Weil ich weiß nicht, wenn er was hat, er hat nichts brauchen sagen, wir haben gegenseitig gewusst, was wir wollen. Das war komisch, wenn ich gedacht habe, na, das möchte ich gern oder das tue ich, hat er das Gleiche auch schon, gehst mit, und obwohl ich noch gar nichts gesagt habe. So zusammengehalten haben wir immer. Da haben wir nie keinen Gedanken gehabt, dass wir auseinandergehen. Ich hatte den richtigen gefunden. Nur ist er so früh gestorben und gar nicht so lang krank gewesen. 8 Tage und weg war er. Das ist schlimm. Was würden Sie dann jungen Leuten empfehlen, dass sie auch die Liebe finden, so wie Sie? Was ist wichtig, dass man so zusammenhält? Ich kann das nicht mehr sagen, weil so blöd, wie es alle tun, na. Man kommt schon zusammen, aber doch nicht kennenlernen und gleich für einen Mann hergeben. Wie gibst du denn sowas? Das habe ich nie gemacht. Da bin ich eine harte Nuss. Meine Mutter war dolle streng. Wir haben nichts dürfen. Um 12 haben wir müssen zu Hause sein, weil nach 12 gehen die Besoffenen. Und wenn wir nicht um 12 nach Hause gekommen wären, dann hätten wir das nächste Mal nicht mehr gehen können. Solche Freiheit, was die Kinder jetzt haben, das ist nichts. Das ist nichts. Was ist wichtig bei der Kindererziehung heutzutage? Die müssen parieren. Das ist das Wichtigste. Dass Respekt haben. Ja. Es sind schon noch etliche, was ich staunen muss, wie die Kinder sind. Aber ich finde es nicht viel. Das heißt, die richtigen Werte ihnen mitgeben. Respekt, Ehrlichkeit. Und ja, kein schiefes Wort sagen, schweige erst
Ein Ohrfang oder was? Das heißt, man kann keine Schimpfwörter verwenden. Ja, darf man jetzt ja nicht mehr. Und Traul sagt ja immer, Mama, du wärst gut zum Kommandieren. Die tanzt gleich einsperrt. Darum bin ich froh, dass ich nicht mehr schauen brauche. Ich könnte das nicht, ich hätte nicht die Nerven mehr. Wo haben Sie noch abschließend so irgendwelche Worte, die Sie der Jugend empfehlen würden, was wichtig ist im Die Leben? sollen ehrlich bleiben und denken, was sie sagen und tun. Das heißt, immer ehrlich bleiben und dann schafft man es auch durchs Leben. Ich habe immer gesagt, was ich gedacht habe. Und was, wenn mir was nicht passt, dann sagt Traul immer, du blabbelst immer gleich hin. Denke mal, was du sagst. Ja, wenn es schief geht, kann ich ja nichts machen. Ich schimpfe nicht, ich sage nicht die Unwahrheit. Und wenn ich was sage, dann ist es aber so. Wenn man aus Tiefschlägen wieder rauskommt, gell, das ist, glaube ich, das Schwierige oft, dass man sich wieder rauszieht. Ja, und du weißt nicht, wie es es angehen sollst, wie es noch tun sollst. Ne? Und sie haben es aber geschafft, weil sie immer ehrlich waren und weil sie einen guten Willen gehabt haben, Willensstärke wahrscheinlich. Ich hab immer, Mama, hast du noch ein Geld? Ich habe immer Geld gehabt. Meine Großmutter hat immer gesagt, wo Wasser ist, kommt Wasser wieder. Jahrgang 24 oder 23 sind Sie? 24. 24. Ja. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und das mit uns da geteilt haben. Das ist so wichtig. Ich habe das so als große Ehre empfunden, dass Sie das mit uns geteilt haben, weil Ja, was? Tut dir nicht weh. Tut dir nicht weh. eine große Dankbarkeit. Also ich habe richtig Gänsehaut, wie Sie das alles erzählt haben. Ja, Okay. wirklich. Sie sind die erste Dame, die ich getroffen habe, die hast du 100 noch Jahre ein alt sind. Bitte? So hast du auch noch ein Herz. Habe ich richtig von daheim mitgekriegt, ja. Die Das richtige ist das Erziehung. Wichtige. Ja. Du, das ist so wichtig. Das glaubt keiner, aber es ist so wichtig, obwohl ich es nicht lassen kann. Wenn ich einen Schilling überhaupt, muss er weg. Super, danke. Wirklich 1000 Dank. Das ist so. Ja. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, abonnieren wir gerne noch für weitere Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen. Lieber, so schnell wie du kann ich es nicht mehr leben. Am 24. März haben wir Geburtstag gefeiert. Aber wie?